Ich werde oft gefragt, warum ich sage, dass wir in Kolumbien Japan bewundern und glauben, die Japaner seien intelligenter, obwohl sie sich in Wirklichkeit nicht durch überlegene Intelligenz, sondern durch außergewöhnliche Disziplin auszeichnen. Wir Kolumbianer sind hochbegabt, aber uns fehlt oft die nötige Disziplin, um dieses Talent zu entfalten. Das wirft die entscheidende Frage auf: Wie entwickeln wir Disziplin? Disziplin entsteht nicht über Nacht. Sie ist das Ergebnis dreier grundlegender Faktoren: Organisation, Sauberkeit und Pünktlichkeit. Organisation, die Kunst, allem einen Platz zuzuweisen. Die Japaner leben in einer Umgebung, in der jeder Gegenstand seinen festen Platz hat. Deshalb verlieren sie nie ihre Schlüssel, es gibt einen bestimmten Platz dafür. Dasselbe gilt für Schuhe, Socken, weiße Hemden, einfach alles. Das ganze Haus ist benannt, das heißt, jede Ecke hat eine klare Funktion. Deshalb stört es Japaner so sehr, wenn Dinge verstellt werden, es stört die räumliche Logik, die ihre Zeit optimal nutzt. Diese Organisation ist nicht nur eine Präferenz, sondern eine Notwendigkeit. Japan ist ein Land, das dreimal kleiner ist als Kolumbien, mit rund 130 Millionen Einwohnern. Stellen Sie sich eine winzige Insel vor, ohne Öl, Blumen, Kaffee oder nennenswerte Bodenschätze, und doch voller Menschen, die trotz dieser Bedingungen eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt aufgebaut haben. Wie ist es möglich, dass ein so kleines Land mit so wenig Platz die Wiege von Unternehmen wie Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Toshiba, Hitachi und Honda ist? Die Antwort liegt darin, dass der Landmangel sie zwang, Raum hoch zu schätzen. Und um ihn optimal zu nutzen, entwickelten sie eine Kultur ständiger Organisation. Sauberkeit, die Praxis, das Unnötige zu beseitigen. Disziplin erfordert auch Sauberkeit, verstanden nicht nur als Ordnung, sondern als die Fähigkeit, das zu beseitigen, was nicht mehr nützlich ist. In Japan macht der Platzmangel das Aussortieren zur täglichen Praxis. Was nicht benutzt wird, wird weggeworfen. Im Gegensatz dazu neigen wir in Kolumbien dazu, Dinge anzuhäufen. Man muss sich nur mal einen Kleiderschrank voller Kleidung ansehen, die seit 6 Monaten nicht mehr getragen wurde, voller für alle Fälle Artikel, oder den berüchtigten Rumpelraum, wo wir alles Mögliche aufbewahren, von einer halben Dose eingetrockneter Farbe bis hin zu Ersatzteilen für Fahrräder, die es gar nicht mehr gibt. Diese Anhäufung nimmt nicht nur physischen, sondern auch mentalen Platz ein. Wenn wir am Alten festhalten, fehlt der Raum für Neues. Ich sehe es ständig in vielen Familien: Wir bewahren Kleidung auf, die nicht mehr passt, beschädigte Stücke, die wir nie reparieren werden, Kleidungsstücke, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, bevor sie zu Lumpen verkommen sind, und selbst dann fällt es schwer, sich von ihnen zu trennen. Wir haben uns die Vorstellung angeeignet, dass wir arm sind und alles aufbewahren sollten, nur für den Fall, dass es irgendwann mal nützlich sein könnte. Diese Mentalität hindert uns daran, voranzukommen. Selbst wenn neue Technologien wie die Waschmaschine Einzug halten, handeln wir weiterhin mit einer veralteten Denkweise. Die Maschine erleichtert zwar das Leben, aber die Kleiderberge wachsen, weil wir immer weiter anhäufen. Es geht nicht nur um moderne Werkzeuge, sondern auch um die Veränderung von Gewohnheiten. Aussortieren ist unerlässlich für ein erfolgreiches Leben.
Pünktlichkeit, Wort halten. Die dritte Säule ist Pünktlichkeit, die in Japan wörtlich genommen wird. Für einen Japaner bedeutet 1 Uhr genau 1 Uhr. Phrasen wie ich bin gleich da, ich bin da oder gleich gibt es nicht, obwohl sie in Kolumbien zu leeren Floskeln verkommen sind. Mangelnde Pünktlichkeit hat tiefgreifende Auswirkungen auf unseren Alltag. Wir sagen, wir seien gleich da, obwohl wir noch 14 Blocks entfernt sind. Wir versprechen, etwas morgen früh zu liefern, ohne die Uhrzeit zu kennen. Und wenn wir unsere Versprechen nicht halten, erzeugen wir Chaos, Frustration und Misstrauen. Pünktlichkeit bedeutet nicht nur, pünktlich zu sein, sondern auch, sein Wort zu halten. Und Wort halten ist das Fundament jeder organisierten Gesellschaft. Die Synthese, die Geburt der Disziplin. Wir können es symbolisch zusammenfassen. Wenn Ordnung auf Sauberkeit trifft und beides im Rahmen von Pünktlichkeit entwickelt wird, entsteht Disziplin. Disziplin ist keine Frage des Glücks oder der Gene. Sie ist das Ergebnis täglicher Arbeit, basierend auf klaren, beständigen und kohärenten Gewohnheiten. Wenn wir das verstehen, wenn wir unseren Raum organisieren, Überflüssiges beseitigen und unsere Versprechen halten, können wir unser Leben, unsere Familien und damit unser Land verändern. Disziplin ist kein Geheimnis, sie ist die natürliche Folge dieser 3 Prinzipien. Und sie ist für jeden erreichbar.